Hallo und herzlich willkommen zum SAP IT Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes. Wer in letzter Zeit mal den GitHub Copiloten für eine der unterstützten Sprachen nutzen durfte, der macht ein langes Gesicht, wenn er dann wieder in ABAP programmieren muss. Doch es gibt gute Neuigkeiten aus Walldorf, der Preview eines Generators, der natürliche Sprache in ABAP-Code verwandeln kann. Letzten Monat hatte ich ja darüber berichtet, dass während sich die KI-Softwarewelt relativ schnell dreht, SAP es leider immer noch nicht geschafft hat, irgendetwas Anfassbares im Stile von ChatGPT oder Midjourney zu veröffentlichen. Dabei hatte SAP-CTO Jürgen Müller in einem Blogbeitrag Ende Juli extra nochmal zusammengefasst, was die schöne neue Welt der generativen KI denn für die Business Technology Plattform bringt. Und was bei aller Euphorie über AI-Features in der SAP-Applikation vielleicht ein bisschen untergegangen ist und es eben nicht in die Hallen der SAP IT beim Kunden geschafft hat. Zum Beispiel eine Demo, mit der ich mir mit Hilfe eines Prompts eine SAP BTP-Applikation erstellen lassen kann. Der Input kommt mehr oder weniger ungefiltert aus einem Gespräch mit dem Fachbereich. Oder der Hinweis auf die vor einigen Monaten veröffentlichte Referenzarchitektur für die Einbindung von Large Language Models mit Hilfe des BTP-Services SAP AI Core. Das dient dann so als Lüsterklemme zwischen SAP und zum Beispiel Services wie die von OpenAI. Das Fazit kommt nicht überraschend. Die Fähigkeiten der generativen KI lassen sich nicht nur gewinnbringend in SAP-Applikationen verwenden, sondern auch bei der Entwicklung von Applikationen, zumindest auf der SAP BTP. Und dadurch natürlich auch die Umsetzungszeit für Anforderungen aus dem Fachbereich deutlich reduzieren. Wenn ich allerdings die Quellen klicke und lese, dann weht mir schon ein stechender Laborgeruch entgegen. Ich muss ziemlich viele Dinge in und außerhalb meines Accounts machen, damit ich selber diesen Prototypen nutzen kann. Das ist weit entfernt von mal ebenso installieren im Stile eines GitHub Copiloten für Visual Studio Code. Warum ich das jetzt trotzdem nochmal erwähne: Vor wenigen Tagen ist von SAP-Entwicklern in Walldorf ein Video veröffentlicht worden, in dem auch wieder eine SAP BTP-Applikation generiert worden ist. Diesmal auf Basis von RAP, dem ABAP RESTful Application Programming Model. Mit einem Prompt beginnend mit Generate an ABAP Cloud Business Application to manage travels, bookings and booking supplements konnte aus der Entwicklungsumgebung eine ausführbare ABAP-App mit den gewünschten Entitäten generiert werden. Das sieht schon eher aus wie etwas, was Developer tatsächlich in der Entwicklung nutzen können. Bevor alle Luft holen: Ich weiß, ABAP in der Cloud hat erstmal wenig mit dem nicht objektorientierten Ich bin hier schon 20 Jahre im System Z-Report on-premise zu tun. Dafür wird vermutlich auf absehbare Zeit weiterhin mehr oder weniger diskret ChatGPT genutzt werden müssen. Wobei schade eigentlich, weil den Use Case, hier ist ein alter Report und mach mir daraus bitte mal eine SAP BTP-App, dürften wohl in Zukunft alle haben. Vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig. Besagtes Video jedenfalls verweist auf die anstehende SAP TechEd. Dort soll es Neuigkeiten geben zu den zukünftigen Möglichkeiten der generativen KI in der SAP-Entwicklung. Ich allerdings bezweifle, dass wir wirklich bis November warten müssen, um dafür Neuigkeiten zu bekommen. Bei KI-News im Wochentakt wird sich die SAP das bisher übliche Denken in Jahren und Monaten nicht leisten können. Zum Schluss: Ich habe mich sehr über eure zahlreichen Anmeldungen zu unserem SAP IT Community Event Tech Talk and Lunch gefreut, wo wir so über Themen diskutieren wollen wie S/4HANA, Security und natürlich auch KI. Wer noch dabei sein will, in Köln am 27.09. hat jetzt noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Link packe ich in die Shownotes bzw. unter das Video. Wenn ihr keine Zeit dafür habt, dann ist vielleicht zumindest der Coffeeshop Background Noise Generator etwas für euch, mit dem ihr vielleicht eure Perspektive ändern könnt, auch wenn ihr im Homeoffice oder in der Stillarbeit im Büro seid. Zumindest eine Möglichkeit, sich akustisch in ein Café zu versetzen, ganz ohne das Haus verlassen zu müssen. Viel Spaß dabei und in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, macht es gut, bis demnächst.